name is Kundri Schäfer. I'm a violinist and a violist from Berlin, Germany. I have thought up a violin practice game which is called ViolinCircus. It's a repetition card game for students of all ages. There are 3 different categories. One category is technique and accuracy, which is thinking of the music and really doing what it says in the music, like dynamics. Also thinking of good posture. And the next category is acrobatics and creativity. A student experiments with different body postures. For example, standing on one leg, which they really like, turning the bow the wrong way around, and then they notice that, for example, the heel is really heavy and the tip is not so heavy. And the third category is characters and timbre, which is all the dynamics or different characters in Italian. They also learn, for example, what does allegro mean or misterioso. How does it work to practice this game? I would ask the student to throw the dice. On the dice there are 3 different pictures, and just through going to the cards and after reading what it says on the cards and then going back to his instrument and thinking, oh, how did actually my piece go? The student has to remember a lot more often. Now I will show you how a student of mine is practicing a part of the Bach Double Concerto with the cards. Ich benutze dieses Kartenspiel, weil es Spaß macht und weil es was nützt. Und da kommen immer sehr viele Sachen drauf. Ich spiele jetzt für eine alte Dame in der letzten Reihe. In einem großen Saal. Die Oma in der letzten Reihe ganz leicht. Im Liegen Fahrrad fahren. Ich spiele jetzt ganz schnell. Forte, laut und stark und wütend. Ich zupfe jetzt auf meiner Geige mit einem Koala-Bär auf dem Kopf mit einem Bumerang. Der fällt mir nicht runter. Ich habe gerade Kundri gefragt, ob ich immer 2 Karten ziehen kann. Zum Beispiel eine Zwergenkarte und eine Clownkarte oder eine Clown und eine Notenkarte. Oder 3 Karten, wenn es geht. Aber es geht nicht das leise und laut spielen und dabei kräftig spielen. Das geht nicht. Dann muss man eine andere Karte ziehen. Aber es geht zum Beispiel wütend spielen und dabei die Augen schließen und laut spielen. Das geht. Ich habe eine Karte erfunden, die nicht zu den Karten gehört, weil wenn, würde die zu den Clownkarten gehören. Und ich habe nämlich erfunden, dass man verkleiden muss und dann die Stücke spielen muss und es darf einem nicht die Geige runterfallen. Genau.
Und dann muss man noch dieses Ding da, so ein Büschel, auf die Geige setzen. I would like to thank especially the organization committee of the ESTA in Porto, Emilia Alves and all the others who have made this possible, even if the corona situation was not so easy. I'm really happy that with modern technology it's possible to still meet, even if it's not in person. I hope we will all meet in November, and I'm really looking forward to meeting you all, and I wish you lots of good health, and have a great day. Thank you. Goodbye.